Caminhando para norte, onde o oceano chama, ao vento e muralhas antigas. Jetzt wird's wieder gemischt. Also gegen Schnarcher musste Jesus heute nicht intervenieren, aber so circa gegen 1 Uhr kamen die letzten Pilgern vom Essen oder so und haben angefangen zu packen. Ich mache heute einen kurzen Tag wieder, diesmal aber schon zu Fuß, allerdings nur knapp 9 Kilometer, um zu schauen, wie das Knie sich verhält. Ach Gott, wie viele sind es noch? Heute gehe ich echt in eine Menschentraube. Boah. Also eindeutig, Vigo ist die neue Saria. Boah. Das steht da. 85 von hier. Bom dia. In 50 Meter Blick auf die Bucht. Was für Bucht? Ah, die da. Und man trifft sich natürlich alle beim Kaffee wieder. O caminho do peregrino, ao longo da costa caminhamos e deambulamos. Cada passo nos leva para casa, as ondas cantam, os pés são lentos, os peregrinos seguem para onde sopra o vento.
Ich gehe diesmal nicht nach Pfeilen, sondern nach meiner Karte. Die Pfeile haben jetzt nach rechts oben gezeigt. Haha, na bitte. Hier gibt es auch eine Markierung. Anscheinend eine ältere. Also die neuere Version scheint da oben irgendwo zu führen. Aber so ganz falsch liegt meine Karte dann doch nicht. Ich nehme an, die neue Wegführung umgeht einfach dieses angenehme Stück sozusagen. Ich weiß, dass in Spanien die Zeit anders fließt, aber um 4 Monate verschoben. Gute Werbung fürs Frühstück und anscheinend ist es gut, weil es voll ist. Der hatte gerade meinen Spaß. 2 Jungs gehen vor mir und plötzlich tritt der eine in Hundescheiße und fängt an, Tschechisch zu schimpfen. Also ich war mir nicht ganz sicher, deswegen frage ich Tschechisch oder Slowakisch. Die sagen Tschechisch und plötzlich war es ihnen peinlich, dass ich sie verstanden habe. Bei der Verstärkung dieser mittelalterlichen Brücke muss ich gerade an die Kingsbridge-Serie denken. Na bitteschön, das haben wir. Ja, also eine der am praktischsten ausgestatteten Alberge. Dusche, getrennt durch Glaswand und Haken draußen, also hinter der Tür, aber so dass das nicht das wird, was man aufhängt. Also, was macht man in einem Restaurant eigentlich mit den Olivenkernen? Schlucken und auf der nächsten Etappe pflanzen.